Okay, we're going to look at tactic number 10 now. Also wir schauen uns jetzt die 10. Taktik an. Now, if I were to look at this topic comprehensively, Wenn wir uns dieses umfassende Thema anschauen, it would take about over 2 hours. also wenn wir uns dieses Thema jetzt in den ganzen Inhalt anschauen würden, wird es über 2 Stunden dauern. So we don't have that much time. Aber wir haben diese Zeit nicht. We will look at some main points of it, Wir werden uns die Hauptpunkte davon anschauen and then tomorrow morning we'll continue and we'll look und at some more. morgen früh werden wir dann fortsetzen. I've called it better late than early. Ich habe es genannt, besser spät als früh. Doing the right job at the wrong time. Das Richtige zu tun zur falschen Zeit. In the book Christian Education, we read something very interesting. Im Buch Christliche Erziehung, das gibt es leider nicht im Deutschen, lesen wir was sehr Interessantes. Parents should be the only teachers of their children until they have reached 8 or 10 years of age. Die Eltern sollten die einzigen Lehrer der Kinder sein, bis sie das Alter von 8 oder 10 Jahren erreicht haben. As fast as their minds can comprehend it, the parents should open before them God's great book of nature. So schnell wie ihr Verstand es verstehen kann, sollen die Eltern beginnen, ihnen Gottes großes Buch der Natur zu öffnen. So we're describing a curriculum for early childhood. Also wir sehen hier einen Lehrplan für die frühe Kindheit. The teachers should be the parents. Die Lehrer sind die Eltern. The book should be nature. Das Buch ist die Natur. And the schoolroom we read should be in the open air. Und der Klassenraum soll in der frischen Luft sein. Now, a lot of people have criticized this, Viele Leute haben das kritisiert or maybe just said, well, it doesn't apply today. und sagen, naja, das ist nicht mehr so modern, das passt heute nicht. It was different back then when the counsel was given. Das war früher, als der Ratschlag gegeben wurde, eine andere Situation. Do God's methods have an expiration date, though? Haben Gottes Methoden ein Ablaufdatum? His methods always apply. Seine Methoden sind dauerhaft, sie stimmen immer. And in fact, modern research is telling us that this is in fact very true. Und die moderne Wissenschaft zeigt uns, dass das eigentlich sehr wahr ist. Let's look at some of the research. Lasst uns ein paar dieser Forschungen anschauen. I should also say that what I'm presenting here is the ideal. Ich sollte auch dazu sagen, dass das, was ich hier präsentiere, das ist das Ideal. And it may be more difficult in some countries than others. Und es ist vielleicht in manchen Ländern schwieriger als in anderen. I fully understand the situation here in Austria. Ich verstehe die Situation hier in Österreich. I understand the difficulties and the requirements placed on those who are, on the education of young children. Ich verstehe, dass es hier Herausforderungen gibt in der Erziehung der Kinder. But just because there are restrictions placed upon us doesn't mean that we just say, okay, we'll take whatever we have. Aber nur weil es da Begrenzungen gibt, heißt es nicht, dass wir das einfach hinnehmen müssen und sagen, ja, okay, wie auch immer. We can still work toward God's ideal. Wir können immer noch Gottes Ideal so weit wie möglich ist folgen. So let's talk about what the ideal is. Also sprechen wir über das Ideal jetzt. Tactic number 10 I've called early formal academics. Also die 10. Taktik der denkzerstörenden Taktiken ist frühe akademische Bildung. Now, children should always be learning. Kinder sollten immer lernen. But the question is, what should they be learning? Aber die Frage ist, was sollten sie lernen für ihr Alter? The environment for early childhood has really changed in recent years. Also die Umgebung für die frühe Kindheit hat in den letzten Jahren sich sehr verändert. In fact, they did a study recently looking at kindergarten classrooms. Sie hatten vor kurzem eine Studie herausgebracht, wo sie sich Kindergärten angesehen haben. And they looked at how much they had changed in a 12-year span of time. Und haben sich angeschaut, wie sehr sich das in den letzten 12 Jahren oder in 12 Jahren verändert hat. And they found that the academic pressure had increased in kindergarten. Und sie haben herausgefunden, dass der akademische Druck zugenommen hat im Kindergarten. They found children used to be in kindergarten, they didn't learn very much about reading and writing and things like that. It used to be. Used to be that they did. Also früher im Kindergarten, da hat man jetzt nicht viel lesen oder schreiben gelernt. But now they're being taught about
over 90% of children in kindergarten are being taught to read and write. Aber heute über 90% der Kinder im Kindergarten werden gelehrt zu schreiben und zu lesen. And the environment of kindergarten has really changed. Also das Umfeld im Kindergarten hat sich wirklich sehr verändert. It used to be that children would play with things. Also es war so, dass früher die Kinder gespielt haben. They would do hands-on sort of activities. Sie haben einfach mit ihren Händen etwas gemacht, Aktivitäten. They would build things. Sie haben Sachen gebaut. But now there's an increasing push to put them in front of the textbook. Aber heute ist immer mehr der Druck, dass man sie hinter einem Schulbuch And a lot of people are very excited about this. Und sehr viele Leute freuen sich darüber. They say children are learning. Und sie denken, oder sie sagen, die Kinder lernen ja. But the research shows that yes, they're learning. Und die Studien zeigen, ja, die Kinder lernen. But the problem is they're not learning what they should be learning. Aber das Problem ist, sie lernen nicht das, was sie lernen sollten. At a time when we should be focusing on the hands-on practical things. In einer Zeit, wo wir uns konzentrieren sollten an die praktische And we should be focusing on character development. Und wo wir uns fokussieren sollten auf die Charakterbildung. Instead, we're focusing on academic training. Konzentrieren wir uns auf das Akademische. And they tell us that there's some bad side effects to what we're doing. Und Side effects. Und da gibt es Nebenwirkungen, wenn man das tut. Let's look at a couple of these. Lasst uns einmal diese Nebenwirkungen ansehen. The first problem that we see is brain disorganization. Also eine Disorganisation im Gehirn oder Unordnung im Gehirn. Does anyone know what this is? Weiß jemand, was das ist? Neuron. Eine Nervenzelle, ein Neuron. It's what your brain is made out of, a brain cell we call it. Eine Gehirnzelle, sagen wir. Daraus besteht das Gehirn. It's what we use for all of our functions. Das brauchen wir brain für functions. all die Gehirnfunktionen. You were born with about 100 billion neurons. Man ist mit ca. 100 Milliarden solcher Nervenzellen geboren. As neurons develop, they have to undergo another Und process. während sich diese Neuronen oder Nervenzellen entwickeln, müssen sie durch einen Prozess. And this is called myelination. Und dieser Prozess wird Myelinisierung genannt. Myelin is an electrically insulating compound. Myelin, das ist ein elektrischer, isolierte Komponente. And it speeds the information transfer. Und es führt dazu, dass die Information schneller vorangelangt. When we talk about an area of the brain developing, Wenn wir über einen Bereich der Gehirnentwicklung sprechen, often what we mean by that is that it is myelinating. dann sprechen wir eigentlich darüber, dass es myelinisiert. It makes a neuron usable. Also es macht eine Nervenzelle verwendbar. So previous to myelination, it's so slow that the brain avoids using those neurons. Also bevor die Myelinisierung stattfindet, ist die Nervenzelle so langsam, dass das Gehirn diese Nervenzelle nicht verwendet. Now this myelination process occurs in different stages, in different areas of the brain, and on a set schedule. Und diese Myelinisierung, die findet an verschiedenen Orten zu einem verschiedenen Zeitpunkt im Gehirn statt. So if we begin at birth, Es beginnt bei der Geburt we have most of the brain is unmyelinated. und die meisten Bereiche unseres Gehirns sind nicht myelinisiert. From around 15 months to about 4.5 years of age, Dann mit 15 Monaten bis 4,5 Jahre, we see the limbic system. da sieht man, das ist das limbische System, That's the emotional area of the brain. also der emotionale Bereich des Gehirns And relationship skills. und die Beziehungskomponente. These are developing in the first few years, from around 15 months into 4.5 years. Diese entwickeln sich eben in diesem Zeitraum, 15 Monate bis 4,5 Jahre. This is why it is very important that a young child is with their mother as much as possible at this age. Deswegen ist es sehr wichtig, dass ein junges Kind so viel wie möglich mit der Mutter ist während dieser Zeit. Because it's at this age that they're developing their understanding of emotional security and relationships. Weil es in dieser Zeit ist, dass sie diese Beziehungen erlernen. But then there are 3 areas that are of interest to our discussion this afternoon. Aber dann gibt es 3 Bereiche, die interessant sind diesen Nachmittag. We have the right hemisphere, Wir haben die rechte Hemisphäre, as you call it.
I think that's German actually. Gestalt. Gestalt. Yeah. The left hemisphere Die linke Hemisphäre and the frontal lobe. und den Frontallappen. And I want to look specifically at those areas. Und wir möchten uns heute ganz speziell diese Bereiche ansehen. So there's a period of time where the right hemisphere is developing. Also es gibt eine Zeitperiode, wo sich die rechte Hemisphäre entwickelt Myelinating. oder myelinisiert. From about 4.5 years Circa von 4,5 Jahren to about 7 years in girls, bis 7 Jahre in Girls, bei Mädchen, and about 9 years in boys. und bis 9 Jahre bei Jungen. There's about a 2-year difference there in boys with right hemisphere development. Also da gibt es bei den Jungs einen 2-jährigen Unterschied in der rechten Hemisphäre, in der Entwicklung der rechten Hemisphäre. Sometimes we say that the boys are slow, Manchmal sagen wir, dass die Jungs langsam sind, but that's not the case. They develop differently though. aber das ist nicht der Fall. Sie entwickeln sich nur anders. And there's a very good reason for that. Und da gibt es einen sehr guten Grund dafür. What is God's purpose for our boys? Was ist Gottes Plan für unsere Jungen? What position does He want them to take as men? Welche Position He wants? Ja, genau. Also er möchte, dass sie die Position eines Mannes einnehmen eines He Tages. wants them to be the spiritual leaders of their homes and their churches. Am I correct? Er möchte, dass sie die spirituellen, die geistlichen Führer in der Familie und in der Gemeinde sind. We know that the right hemisphere Wir wissen, dass die rechte is Hemisphäre very important for spirituality. sehr wichtig ist für die Geistlichkeit. Is it any accident by God Ist es ein Zufall oder ein Unfall, that boys take 2 years longer to develop a region of their brain important for spiritual strength? dass gerade die Jungen zwei Jahre Unterschied haben in der Entwicklung dieser rechten Hemisphäre? And then at around 7 years in girls, Und circa mit 7 Jahren bei den Mädchen, about 9 years in boys, also circa 9 Jahre beim the Jungen, left hemisphere beginning development. da sehen wir dann, dass anfängt, dass sich die linke Hemisphäre entwickelt. And the left hemisphere doesn't really have very much of a stage. It continues for many years. Into Und the die linke Hemisphäre hat nicht wirklich jetzt ein Limit, die entwickelt sich weiter bis in die Teenagerjahre. And then at around 8 years, we begin to see the frontal lobe beginning to develop. Und dann mit 8 Jahren entwickelt sich der Frontallappen. We know that the frontal lobe continues development even into the early 30s. Und wir wissen, dass die Entwicklung des Frontallappen bis zu den frühen 30er Jahren anhält. Now let's talk about the functions of the right hemisphere and the left hemisphere. Lasst uns über die Funktionen sprechen, der rechten und der linken Hemisphäre oder Gehirnhälfte. So the left hemisphere is very important for detail, Die linke Gehirnhälfte ist sehr wichtig für Details, for the parts and processes of language, für die Teile und Verarbeitung der Sprache, or linear patterns, ein Muster zu erkennen, lineare Muster zu erkennen, logic, Logik, critical thinking, kritisches Denken, numbers, Nummern, reasoning, Ursache-Wirkungsdenken. ja, genau, dieses Denken von Ursache zu Wirken zu schließen. then the right hemisphere, Dann haben wir die rechte it Gehirnhälfte. helps with things like images, Also da hilft es mit den Bildern, rhythm, mit Rhythmus, emotion, Emotionen, intuition, Intuition, imagination, Vorstellungskraft, creativity, Kreativität, Feeling, Gefühl, faith, Glaube Belief. und, and large motor control. und eigentlich die großen motorischen Bewegungen. Now, comparing these two sides, Also wenn man jetzt diese zwei Seiten vergleicht, which side do you think would be very important for academic learning? welche dieser Seiten ist sehr wichtig für akademisches Lernen? Obviously the left-hand side, because we need the language, the numbers, the critical thinking, linear patterns. Natürlich die linke Seite. Und weil wir sehen hier, wir haben Nummern, wir haben die Sprache, wir haben die Logik. It's not that you're not going to use the right hemisphere, but you need the left hemisphere for academic study. Also nicht, dass wir die rechte nicht bräuchten für akademisches, aber du brauchst unbedingt die linke. And then if we look at the frontal lobe for a moment, Und wenn wir uns den Frontallappen anschauen für einen Moment, the frontal lobe is very important for fine motor skills, for handwriting, der Frontallappen ist sehr wichtig für feinmotorische Entwicklung. for internalizing concepts when reading, Während wir lesen, dass wir Konzepte begreifen. and for eye teaming and foveal focus. Those are also important for reading, which I'll cover more later. So,
I see, that's using both eyes to focus on the subject. Und das quasi die Augen richtig fokussieren. So, do we see a problem? Sieht man hier ein Problem? Back to the schedule development. Wenn wir jetzt nochmal zurück diesen Plan der Entwicklung anschauen, The left hemisphere, die linke Hemisphäre, very important for academic learning, das sehr wichtig die sehr wichtig für akademisches Lernen ist, doesn't begin its major surge in development until around 7 in girls, 9 in boys. beginnt ihre Entwicklung nicht bevor 7 bei Mädchen und 9 bei Jungs. What's the typical school starting age? Wann beginnt so typischerweise die Schule? 6 years? Yeah, 6, 5 or 6 usually. Mit 5 oder 6 Jahren. And even in kindergarten now, they're teaching a lot of academic skills. Und auch im Kindergarten lernen sie jetzt schon akademisch. Do we have a problem? Haben wir hier ein Problem? Can we somehow speed up the learning? Können wir quasi das Lernen schon beschleunigen? Can we accelerate brain development? Können wir die Gehirnentwicklung beschleunigen? Well, as it turns out, if we try to do that, we'll actually damage the brain. Also es hat sich herausgestellt, wenn wir das versuchen oder wenn wir das probieren, dann beschädigen wir eigentlich unser Gehirn. Trying to force the thinking through an area of the brain that hasn't developed yet is going to cause a disorganization. Also einen Teil des Gehirns zu benutzen, der noch nicht entwickelt ist, führt eben dazu, dass das Gehirn in Unordnung gerät. To understand this, let's understand something else known as neuroplasticity. Um das zu verstehen, lass uns noch was anderes verstehen, was neurale Plastizität genannt wird. The brain is very moldable and shapeable early in childhood. Das as we Gehirn know. ist in früher Kindheit sehr formbar. And it allows the environment of the child to really shape the way the brain develops. Und das ist deswegen wichtig, dass es sich gemäß der Umgebung gut anpassen kann oder entwickeln kann, das Gehirn. But it also allows the brain to do something else that's very amazing. Aber es erlaubt auch noch etwas anderes, nämlich It allows it to compensate for a region that has been damaged. es ermöglicht, eine Region, die beschädigt wurde, mehr oder weniger zu reparieren oder auszugleichen. So I presented a seminar a while ago. Also ich habe vor etlicher Zeit ein Seminar präsentiert oder gehalten. There was a neurosurgeon in the audience. Und da war ein Neurochirurg im Publikum. Any neurosurgeons here? Gibt es heute einen Neurochirurg? Well, this neurosurgeon came and talked to me afterward. Also der Neurochirurg kam nach dem Vortrag zu ihm. He said, "Hi, my name's Dr. So-and-so. I'm a neurosurgeon." Und er hat gesagt, hallo, mein Name ist Dr. So-und-so und ich bin ein Neurochirurg. And I said, "Why didn't you give the talk this afternoon?" Und dann habe ich gesagt, warum hast du heute nicht den Vortrag gehalten? And he said, "You know, everything you talk about, it was very true." Und er hat gesagt, weißt du, alles, worüber du heute gesprochen hast, war sehr wahr. He said, "Let me tell you about neuroplasticity a little bit." Lass mich dir noch ein bisschen was über die Neuroplastizität sagen. I could do surgery on your brain, he said. Er hat gesagt, ich kann an deinem Gehirn eine Operation vornehmen. And I could take out a part of it. Und ich kann einen Teil des Gehirns entfernen. Certain regions they can remove from the Also brain. bestimmte Bereiche vom Gehirn entnehmen. And he said soon other areas of your brain would begin to compensate for the part that I removed. Und sehr schnell werden andere Bereiche des Gehirns das kompensieren oder den Teil kompensieren, der entnommen wurde. I said, "That's incredible." Und ich habe gesagt, das ist ja unglaublich. He said it is. It's an amazing function of the brain. Und er sagt, ja, das ist es wirklich, das ist eine wunderbare Funktion des Gehirns. He said, but there is a problem with it. Aber er sagt, es gibt ein Problem damit. He said the region that replaces, the region that compensates, Und er hat gesagt, das Problem damit ist, die Region, die das kompensiert, will never be quite as efficient as the correct region. wird nie so effizient sein wie die Region, die eigentlich dafür zuständig A ist. person may seem to function okay in real life, Die Person im täglichen Leben wird normal funktionieren, but we could still tell that there may be certain regions that are a little bit handicapped. aber wir können immer noch sagen, dass es da Regionen dann gibt, die ein bisschen behindert sozusagen sind. So this plasticity, this compensating of the brain is where we run into trouble with early academics. Also diese Plastizität ist ein Problem. And it's a problem. Ja, also das ist ein Problem, wenn wir es mit dem Gehirn beschäftigen. So if we imagine a little child in class, Wenn wir uns jetzt zum Beispiel ein junges
Kind anschauen in der Schule. Here we are asking the brain to perform a task for which it is not ready. Wir fordern von dem Gehirn eine Aufgabe, für das das Gehirn noch nicht bereit ist. Because of neuroplasticity, what's the brain going to do? Und weil es diese Neuroplastizität gibt, was wird das Gehirn tun? It's going to look around and it's going to find some region that has developed and myelinated. Das Gehirn wird eine bestimmte Region suchen, das diese Myelinisierung hinter sich hat und diese Aufgabe übernehmen kann. And it's going to start routing the thinking through that other area. Und deswegen wird das Gehirn durch diesen Bereich dann anfangen zu denken. Now the brain develops from lower into higher. Das Gehirn entwickelt sich von niedriger zu höherer Stufe. So at an early age we have the lower thinking centers developed. Also in einem frühkindlichen Alter haben wir die niedrigeren entwickelt. So the brain will compensate by routing this thinking that should be going through a higher thinking center, it routes it through a lower thinking center. Okay, und anstatt dass das Gehirn jetzt durch die höheren Regionen das durchführt, macht es das durch die niedrigeren Regionen. And it creates a brain disorganization. Und hier entsteht wieder diese Gehirndisoriganisation oder Unordnung. Let's put this in just a nutshell. Lass uns das kurz zusammenfassen. If a task is asked of the brain for which the corresponding region has not matured, Wenn eine Aufgabe für das Gehirn oder wenn es eine Aufgabe gibt für das Gehirn, für die die korrekte Region noch nicht ausgereift ist, it will form neural routes wird es neurale Routen bilden through lower and more developed durch sections, niedrigere, aber mehr entwickelte Sektionen, resulting in almost permanent organizational damage. was dazu führt zu einem beinahe permanenten organisatorischen Schaden. So trying to force a child to learn a concept for which they're not ready can actually damage the unmyelinated brain. Also jetzt ein Kind zu zwingen, Konzepte zu lernen, für das sie noch nicht bereit sind, kann Schaden zu dem unmyelinisierten Gehirn bringen. Let's hear from, again, Dr. Jane Healy. Also hier nochmal Dr. Jane Healy. Before brain regions are myelinated, they do not operate efficiently. Bevor die Gehirnregionen nicht myelinisiert sind, funktionieren sie nicht effizient genug. For this reason, deswegen, trying to make children master academic skills for which they do not have the required maturity, wenn man versucht, Kinder akademische Aufgaben lösen zu lassen, für die sie noch nicht die richtige Reife haben, may result in mixed up patterns of learning. Kann dazu führen, dass es zu einem verschwommenen, zu einem disorganisierten Muster kommt, das Lernmuster kommt. If the correct brain system isn't yet available or working smoothly, wenn die richtige Region noch nicht verfügbar ist oder gut arbeitet, forcing may create a functional organization in which less adaptive, lower systems are trained to do the work. Wenn man das dann zwingt, da entsteht dann noch eine größere funktionale Desorganisation. Yeah. All right. Are you following so far? Is this making sense? Yeah. Okay, good. Now, notice she calls it a functional organization. Also hier steht eine funktionale Organisation. And that's key. She's calling it functional. Also hier heißt es eine funktionale, because it is functional. Weil es funktional ist. You know, we have a child in school. Also wir haben jetzt ein Kind in der Schule. And they can do the exercises on paper. Und sie können die Übungen am Papier machen. What they're not able to do very well is conceptual learning. Aber was sie nicht sehr gut können, ist dieses konzeptuelle Lernen. It's kind of like knowing that 2 plus 2 is 4 on paper. Also sie wissen zum Beispiel, dass 2 plus 2 4 ist am Papier. But not really understanding that if you have 2 apples and 2 apples, you have 4 apples. Aber you know, not understand the concept. Aber sie verstehen das Konzept nicht. Zum Beispiel, dass wenn sie 2 Äpfel haben und noch 2 Äpfel, dass das 4 Äpfel sind. Do you have here in math, you have exercises, and then what do you call the problems with the words and everything? You call a word problem, story problem?
question. Being teachers here. You mean with blanks? No, it's like it describes a situation and they're supposed to figure out what the math problem is based on that. Ah, ja. Ja, also in Mathematik, wenn man so Aufgaben hat, also eine Problemstellung schriftlich und man muss sie lösen. We call them word problems. Also Sie nennen es Word problem. Ein Wortproblem. Aber you know, in math, irgendwelche Schüler hier, die... Diese Satzaufgaben, ne? In Sätzen, Aufgaben? Ja, Satzaufgaben, vielleicht passt das am ehesten. so, you know, in math you have exercises, just numbers on paper. Like a car is driving so and so. Right. Ja, also diese Textaufgaben. Yeah. So in math, you know, you have two different kinds of problems. Also in Mathematik hat man zwei verschiedene Arten von You Problemen. have the exercises, the numbers, and you just write in the answer. Also man hat die Aufgaben, wo einfach die Nummern stehen und du schreibst nur die Antwort hin. But then you have the word problems, we call it. It's a scenario. Aber dann hat man die Textaufgaben, also das ist ein Szenario. And the child has to think and try to figure out how to figure the answer to this. Und das Kind muss denken und herausfinden, wie es die Antwort dazu findet. And many children can do the exercises on paper, but they really struggle with those word Und problems. viele der Kinder können diese Zahlenaufgabenstellungen lösen, aber mit diesen Textaufgaben haben sie große Schwierigkeiten. And that's because they don't understand the concept. Und das ist deswegen, weil sie das Konzept nicht verstehen. Trying to drill higher level learning into immature brains may force them to perform. Also zu versuchen, to drill is like of to force. Yeah. Also zu versuchen, It's kind of like doing it over and over. ja, zu versuchen, dieses höhere Lernen eigentlich immer wieder dem Kind näher zu bringen. It may force them to perform with lower level systems and thus impair the skill in question. Das führt dazu, dass sie diese Aufgaben immer mehr mit dem niedrigeren Systemen bearbeiten. Any learning that has Und deswegen Und deswegen entsteht ein Schaden in diesen Textaufgaben oder in diesen Fähigkeiten. Any learning that has to be pushed into a child may end up doing more harm than good. Also alles, was man dem Kind quasi aufzwingt, richtet mehr Schaden an als Gutes. Now the brain isn't the only area that becomes damaged. Also nicht nur das Gehirn wird dadurch geschädigt, The eyes also get some damage from auch this. die Augen kriegen dadurch einen Schaden. I mentioned eye teaming, that's the ability to use both eyes to focus on a subject. Also ich habe vorher Eye-Teaming genannt, also das ist die Fähigkeit, dass beide Augen auch eine bestimmte Aufgabe erfüllen. And foveal focus, which is two-dimensional focus. Und dann haben wir einen zweidimensionalen Fokus mit den Augen. Both of these are very important for reading. Und beide davon sind sehr wichtig für die Augen, fürs Lesen. The page is two-dimensional. Die Seite ist zweidimensional. Now, these functions don't fully develop until about age 9. Und diese Funktionen sind nicht völlig entwickelt bis circa 9 Jahre. A child may be able to see what they're looking at. Also das Kind sieht wahrscheinlich, worauf es schaut. It's not that they're blind, Sie sind natürlich nicht blind, but they struggle to understand what they're reading because different areas of the brain haven't developed yet. aber sie haben Schwierigkeiten zu verstehen, was sie lesen, weil diese Regionen eben noch nicht entwickelt sind. Part of the reason for this is that less than 5% of our vision actually occurs in our eyes. Part of this reason? Part of the reason, yeah. Yeah. Und ein Teil deswegen, warum die Augen geschädigt werden, ist, dass weniger als 5% der Sehkraft in den Augen passiert. Where does our vision occur? Wo entsteht unsere Sehkraft? In our brain. In unserem Gehirn. So for full vision to occur, information from all the cerebral lobes needs to be accessed. Damit wir eine volle Sehkraft haben, müssen alle Gehirnlappen zugreifbar sein. Now, if all cerebral lobes have not developed properly yet, Wenn jetzt manche Regionen nicht sich gut entwickelt haben, then full vision is not going to occur. dann ist die volle Sehkraft nicht vorhanden.
And then we can also look at the physical development of the eye itself. Und dann können wir uns auch die physische Entwicklung des Auges ansehen. Before age 7, Bevor man 7 Jahre alt ist, the ciliary muscles, those are the muscles on each side of the lens in the eye, die Zillermuskeln, glaube ich, heißen sie, die auf der Seite jedes Auges ist. they are short, and that allows maximum three-dimensional, peripheral, and distance vision. Sie sind sehr kurz und das erlaubt maximale, dreidimensionale und periphere und Distanz. No. Where do you get these kinds of vision? Wo kriegt man diese Art von Sehkräften? In the classroom? Kriegt man das im Klassenraum? Not so much. Nicht wirklich. Outdoors. Das kriegt man draußen. And then at around age 7, those ciliary muscles change, and that allows for the two-dimensional vision. Und circa mit 7 Jahren ändern sich diese Ziliarmuskeln und sind nun fähig, also auch in der Schulter, ja, also auch in die kurze Distanz So zu schauen. if we are placing a child in front of the book, something short distance, Also wenn wir ein Kind dann vor ein Buch setzen, at an early age, also etwas, was it begins to cause an inflammation of the eyeball. also etwas Nahes in einem frühen Alter, dann spricht man von einer Entzündung des Augapfels. And that is linked to, well, an inflammation of the eyeball is myopia or nearsightedness. Und das ist eigentlich Kurzsichtigkeit. Now, rates of myopia Also die Raten für Myopie oder Kurzsichtigkeit are soaring, going up. Nehmen The ständig zu. trend is matched in many countries. Also diesen Trend kann man in vielen Ländern verfolgen. It's causing eye doctors to wonder what is causing the decline in human vision. Und ja, die Augendoktoren fragen sich, warum die menschliche Sehkraft so abnimmt. So right now the US is about 50% myopic. Also 50% of every American. Also 50% jedes Amerikaners, der ist kurzsichtig. And that's really bad. Und das ist sehr schlimm. But we're not the worst. Aber wir sind nicht die Schlimmsten. East Asia, In Ostasien 90% myopic. 90% der Menschen sind dort kurzsichtig. And scientists have been wondering, well, why are we seeing the rise in myopia? Und warum sehen wir dort so einen starken Anstieg? The standard answer has always been that it's genetic. Die Standardantwort war immer, dass es genetisch bedingt In ist. fact, if you go to your eye doctor today and ask him why you have myopia, he'll probably tell you it's genetic. Und auch heute, wenn du zum Augenarzt gehst, ziemlich sicher, wenn du ihn fragst, warum bin ich kurzsichtig, wird er dir sagen, es ist genetisch. Now, genetics do play a small role, Ja, Genetik spielt eine kleine Rolle, but only a small role. aber nur eine kleine Rolle. They did an interesting study in Alaska. Sie haben eine interessante Studie in Alaska durchgeführt, Alaska, that's a state in the US way up past Canada, north. also im Norden. And they became a state very late. I think it was 1950 or sometime around there. Und diese Studie wurde ca. 1950 durchgeführt. And it was when they became a state that they started requiring schooling for all the children. Und als Alaska zu einem Staat wurde, wurde sie verpflichtet, ihre Kinder in die Schule zu schicken. So they had a unique situation. Also sie hatten eine einzigartige Situation. They have children and young people who've gone to school at around 5 or 6. Sie hatten Schüler, die in die Schule gegangen sind im Alter von 5 bis 6 Jahren. But then the parents and grandparents who did not go to school at an early age. Aber dann gab es die Eltern und die Großeltern, die nie zur Schule gegangen sind. They tested the population for myopia. Und dann haben sie die Bevölkerung auf Kurzsichtigkeit They found that geprüft. the children were about 60% myopic. Und dann haben sie herausgefunden, dass die Kinder 60% kurzsichtig waren. Now, if myopia is purely genetic, Also wenn diese Kurzsichtigkeit nur genetisch bedingt wäre, what percentage would we expect to find in the parents and grandparents? was würden wir dann für einen Prozentsatz bei den Eltern und Großeltern finden? About the same, right? It should be. Es sollte dann der gleiche sein. Well, here's the percentage they found. Aber hier haben sie diesen Prozentsatz gefunden. Are you ready? Watch Seid ihr closely. bereit? Seht ganz genau hin. Less than 1%. Weniger als 1%. And they said, oh, it can't be genetic. Und dann haben sie gesagt, okay, es kann nicht There genetisch must be other factors sein. involved. Da müssen auch andere Faktoren mit einer Rolle So they spielen. started looking around the world. Also haben sie sich
also die ganze Welt angeschaut and it became very clear. und es wurde sehr klar, The more time a population spent in study, especially in childhood, the higher the rate of myopia. je mehr Zeit verbracht wird in der Schule, also lernend, desto höher ist die Rate der Kurzsichtigkeit. So we saw the US, 50% myopia. Also wir haben in der USA 50% gesehen. East Asia, they spend almost twice the amount of time in Also- study. Dann können wir daraus schließen, dass Ostasien sogar fast doppelt so viel Zeit mit dem Studieren verbringt. Almost twice the rate of myopia. Und da sieht man fast die doppelte Menge an Kurzsichtigkeit. Africa, Und Afrika. a continent that's still predominantly indigenous, or at least spending a lot of time outdoors, Und Afrika als ein Kontinent, wo man noch sehr viel Zeit draußen verbringt, 10 to 20% myopia. gibt es nur 10 bis 20%. It's consistent Kurzsichtigkeit. everywhere around the world. Also überall in der Welt ist das zu sehen, dieses Muster. In fact, there was one study in Africa, Da war auch eine Studie in Afrika. I forget which country it was, Ich habe vergessen, welches Land es war, but it was one of the British colonies. aber eines der britischen oder englischen Kolonien. The children there had better than perfect vision. Und die Kinder dort hatten Better than perfect vision. also sie hatten bessere Sicht als perfekt. So the tests that we have for vision, Also da gibt es Tests, die wir haben für die Sehkraft, that we consider in our society to be perfect vision, wo wir dann sagen würden, das ist perfekte Sehkraft. they were way better than Die that. waren noch viel besser als diese. The British came in. Dann kamen die Engländer. Every child has to go to school at age 5. Jedes Kind musste zur Schule. The eyesight immediately declined. Die Sehkraft sofort runtergegangen. They looked at a city in Brazil, Natal. Dann haben sie eine Stadt in Brasilien, Natal, angeschaut They found it 13.3% myopic. und haben gesehen, dass da 13,3% kurzsichtig They sind. looked at the indigenous tribes around the city, Dann haben sie sich angeschaut, die Stämme rundherum um diese Stadt 2.7%. und hat man nur 2,7% Very clear connection. festgestellt. Also eine sehr klare Verbindung sieht man. There are two specific reasons for this. Da gibt es zwei bestimmte Gründe dafür. Let me first explain what myopia is. Lasst mich euch kurz erklären, was Myopie oder diese Kurzsichtigkeit überhaupt ist. So the normal eye is very rounded in shape, Also das normale Auge ist sehr rund and the myopic eye becomes elongated. und dieses kurzsichtige Auge wird zu mehr oval. Now the outer layers of the eyeball are very soft in childhood. Diese äußeren Schichten des Augapfels sind sehr weich während der Kindheit, Up until about age 9. bis ca. 9 Jahre. When the eye is looking into the distance, the vision is relaxed. Wenn das Auge in die Entfernung schaut, dann ist the eye is The relaxed. eye is relaxed, yeah. Ist das Auge entspannt. It's easy for the eye. Es ist leicht für das Auge. As we look at something up close though, reading, Und wenn wir etwas Nahes ansehen, zum Beispiel lesen, the muscles that control the shape of the lens, die Muskeln, die die Form der Linse bestimmen, they have to pull on the lens to bring the up-close vision in focus. müssen die Linse ziehen, dass das Nahe quasi jetzt im Fokus ist. And if we do that over a long period of time, Und wenn wir das über eine lange Zeitdauer machen, they reach a point where they don't relax again. erreichen wir einen Punkt, wo sie sich nicht mehr entspannen können. And the distance vision starts becoming blurry. Und die Distanz, also die Entfernung, erscheint dann verschwommen. And because these muscles are pulling on their attachment points on the outside of the eyeball, Und weil diese Muskeln, diese Ziehmuskeln verbunden sind mit diesem äußeren Schicht um den Augapfel, it starts stretching the eyeball. beginnt es den Augapfel quasi zu ziehen oder zu And verformen, we see myopia start to develop. auszuziehen. Und so entsteht Kurzsichtigkeit. And of course, the standard procedure is to put glasses on the child. Und See natürlich eyeglasses. das Standardprozedere ist, dass man dann dem Kind Brillen gibt. From the eye's perspective, though, all that does is bring the vision even closer. Aber von der Augenseite ist es, das Einzige, was es tut, ist, dass es die Sehkraft einfach nur näher bringt. And it just makes the problem worse, and then you have to get stronger Und glasses. es macht das Problem eigentlich nur schlimmer und dann brauchst du wieder stärkere Brillen. So the close-up work is one of the major problems.
Also dieses nahe Arbeiten ist eines der schwerwiegendsten Probleme. But there's another factor. Aber da gibt es jetzt noch einen Faktor, That is the light. das Licht. They've done some studies and found that children who spend less time outside are at a greater risk of developing myopia. Man hat herausgefunden, dass Kinder, die weniger Zeit draußen verbringen, ein größeres Risiko haben, Kurzsichtigkeit zu entwickeln. Obviously, part of the reason is they're looking at things that are more distant when they're outside. Natürlich, der Grund ist, wenn man draußen ist, schaut man auf entfernte Objekte. But another factor is the bright light they're experiencing outside. Aber eben auch ein anderer Grund ist, dass man draußen ein helles Licht hat. A study found that light stimulates the release of dopamine in the retina. Und eine Studie hat herausgefunden, in einer Studie hat man herausgefunden, dass das Licht die Dopaminausschüttung stimuliert. And this neurotransmitter blocks the elongation of the eye during development. Und dieser Neurotransmitter blockiert, also dieser Neurotransmitter blockiert die Zehrung des Auges während der Entwicklung. Now wait a second. In simple language, what we just saw is that light blocks the development of myopia. Also wenn man das jetzt ganz einfach ausdrückt, heißt das, dass Licht die Entwicklung von Kurzsichtigkeit verhindert. Blockiert. They find that children need to spend around 3 hours every day. Man hat herausgefunden, dass Kinder zumindest 3 Stunden oder circa 3 Stunden jeden Tag Under light levels of at least 10,000 lux to be protected against myopia. in einem Licht von ca. 10.000 Lux sich befinden sollen, um geschützt zu sein gegen Kurzsichtigkeit. So a couple of numbers here. First of all, how many hours a day? Also hier haben wir jetzt ein paar Zahlen. Wie viele Stunden pro Tag? 3. That's a lot of time for most children. Das ist eine lange Zeit für die meisten Kinder. But this 10,000 lux, how much is that? Aber diese 10.000 Lux, wie viel ist das? Do we have any light physicists here? Haben wir hier einen Licht? Physicists that specialize in light? No one? Okay. I want to make sure I wasn't going to embarrass myself. No. So, lux is a measurement of the volume of light. Also Lux ist eine Maßeinheit für das Volumen des Lichts. As if we could somehow scoop it up in a box. Als ob wir das Licht quasi in einer Box einfangen können. So, if we go outdoors, Also wenn wir rausgehen, if we go on a sunny day and we stand in the shade, wenn wir an einem sonnigen Tag rausgehen und im Schatten uns stellen, we're getting about 10,000 lux. bekommen wir ca. 10.000 Lux. So we're probably dipping a bit below 10,000 right now. Also outdoors. jetzt vielleicht ist es ein bisschen unter 10.000. It's full daylight. Also es ist ein volles Tageslicht sozusagen. So, outside this window, you might be getting 10,000 lux. Also außerhalb dieses Fensters kriegen wir jetzt vielleicht ca. 10.000. But then as you come into this room, Aber wenn wir dann diesen Raum betreten, the volume of light becomes dissipated into the room. das Volumen des Lichts kommt dissipated, Spread evenly, yeah. wird in diesem Raum quasi verstreut oder zerstreut. And so the lux measurement begins to go down. Und so reduziert sich diese Zahl. If the bright light outdoors is 10,000 lux, Also wenn das helle Licht draußen 10.000 Lux ist, would anyone like to guess what the average well-lit classroom or office is? möchte jemand von euch raten, wie viel so das durchschnittliche beleuchtete Büro hat? Any ideas? How many lux? Ideen? Wie viele Lux glaubt ihr? What was it? 1.000. 1,000? Close? Not so bad. Lower? 400. 500. 500. Far below Also weit the 10,000 that is needed. unter den 10.000, die wir brauchen. I was in New Zealand a while ago. Ich war in Neuseeland vor einer Weile I presented this. und ich habe das vorgestellt. Someone raised their hand and said, no, here in New Zealand, we require at least 700 lux indoors. Und hat sich jemand gemeldet und hat gesagt 700? 700 in office. Und hat gesagt, nein, hier in Neuseeland, da ist es Pflicht 700 im Büro zu haben. And I said, good. Und dann habe ich gesagt, sehr gut. That's not 10,000 though. Aber das ist noch immer nicht 10.000. You have to go outside to get Du musst 10,000. trotzdem rausgehen, um 10.000 zu erreichen.
Let me tell a story and then we'll finish up. Lasst mich euch noch eine Geschichte erzählen und dann werden wir beenden. I have some friends. Ich habe ein paar Freunde. The mother told me the story of her daughter when she was about 12 years old. Eine Mutter hat mir erzählt die Geschichte ihrer Tochter, als sie 12 Jahre alt war. Now her daughter had very bad myopia. Also ihre Tochter hatte eine sehr starke Kurzsichtigkeit. She was going every year to the eye doctor. Und sie ging jedes Jahr zum Augenarzt. And this year she came and her eye doctor said that at the rate that the myopia was progressing, Und dieses eine Jahr hat der Arzt gesagt, also in dieser Geschwindigkeit, wie die Kurzsichtigkeit zunimmt, that she would probably be considered legally blind within about 1 year. dass sie rechtlich gesehen in einem Jahr als blind betrachtet Now wird. that's really bad news when you're 12 years old. Das sind wirklich sehr schlechte Nachrichten, wenn du erst 12 Jahre alt And the bist. mother asked the eye doctor, well, what's causing this? Und die Mutter hat den Augenarzt gefragt, aber warum? Was löst das aus, diese Kurzsichtigkeit? What do you think the doctor said? Und was denkt ihr, hat der Arzt gesagt? Jeanette. Genetic. Genetisch. Said, the mother has bad eyes, so the daughter has bad eyes. Er hat gesagt, naja, die Mutter hat schlechte Augen, hat die Tochter auch schlechte Augen. The mother just wasn't satisfied with that. Aber die Mutter war damit nicht zufrieden. She was driving home and she's thinking, Sie ist nach Hause gefahren und sie hat nachgedacht. she said, this doesn't make sense. Und sie sagt, das macht alles keinen Sinn. My son has perfect vision. Mein Sohn hat eine perfekte Sicht. Why does my daughter have terrible vision? Warum hat meine Tochter so eine schreckliche Sicht? She said, the Bible says that the curse causeless will not come. Dann hat sie gedacht, she thought it. She said that, yeah. Dann The Bible says. hat sie gesagt, in der Bibel steht, dass der Fluch nicht unverdient eintritt oder ohne Ursache nicht eintritt. Das steht so anders im Deutschen. There has to be a reason. Also es muss da eine Ursache geben. So she started doing some research, Also hat sie ein paar Untersuchungen gemacht. and she came across this research. Also eigentlich nach wissenschaftlichen Forschungen gesucht. Und sie hat da eine Forschung gefunden. She said, oh, that's interesting. Und dann hat sie gesagt, okay, das ist interessant. She said, my son, who has perfect vision, Also mein Sohn, der eine perfekte Sicht hat, practically lives outside. lebt eigentlich draußen. All the time, he's Er ist outside. immer draußen. My daughter, Meine Tochter, who has terrible vision, die eine sehr schlechte Sicht hates going outside. hat, hasst es She rauszugehen. spends all her time indoors. Sie verbringt ihren ganzen Tag drinnen. I wonder if there's a connection. Und dann hat sie gesagt, okay, da ist eine Verbindung. So she talked to her daughter. Also hat sie mit ihrer Tochter gesprochen. She said, we have a new change in our family schedule. Und dann hat sie gesagt, wir haben jetzt eine Veränderung in unserem Familienprogramm. You are going outside for at least 2 hours every single day. Du gehst jeden Tag zumindest 2 Stunden in die Natur. No, Mom, I don't want Nein, to. Mama, ich möchte nicht. Well, do you want to go legally blind? Also möchtest du blind sein? It's worth a try. Wir können es zumindest versuchen. Okay. Okay. So she went outside every day, 2 hours. Also gut, dann hat sie jeden Tag ist sie rausgegangen, 2 Stunden dort verbracht. She would do her schoolwork outside. Und dann hat sie ihre Schulaufgaben draußen gemacht. She would practice her violin outside. Dann hat sie Violine draußen geübt. She wasn't getting the exercise, but at least she was getting outdoors. Sie hat jetzt keine Bewegung bekommen, aber zumindest war sie draußen. 6 months later, they went back to the eye doctor. 6 Monate später sind sie wieder zum Augenarzt gegangen. The doctor looked at her eyes and he said, Und der Doktor hat sich ihre Augen angeschaut und sagte, your eyes are the same as they were 6 months ago. deine Augen sind genau gleich geblieben wie vor 6 Monaten. Your myopia has not progressed at all. Deine Kurzsichtigkeit hat nicht zugenommen, kein bisschen. They said, okay, thank you very much. Und sie sagten, okay, danke, They vielen Dank. didn't tell the doctor what they were doing. Sie haben dem Doktor nicht gesagt, was sie machen. They went home, continued. Sind nach Hause gegangen, haben diesen Plan fortgesetzt. Now it's been a year. Jetzt ist ein Jahr vergangen. She should be almost legally blind by now. Jetzt sollte sie eigentlich rechtlich schon blind sein. The eye doctor checked her eyes out. Der Doktor prüft wieder ihre Sicht He said, I don't understand this. und er sagt, ich verstehe das nicht. Your myopia is the same as it was a year ago. Deine Kurzsichtigkeit ist genau gleich, wie es vor einem Jahr war. Now, myopia always progresses. Und er sagt, Kurzsichtigkeit nimmt stetig zu, es nimmt immer zu. It shouldn't just, at least early on, it shouldn't just stay the same. Es sollte nicht gleich bleiben. The doctor just couldn't believe it. Und der Arzt konnte das einfach nicht glauben. And so they told the doctor, well, here's what we've been doing. Und dann haben sie den Arzt erklärt, also das ist, was wir machen. We've been going outside. Wir gehen raus. Do you think there's a connection? Do you think it's helped? Denkt ihr, da ist eine Verbindung? Oder denken Sie, da ist eine Verbindung? Glauben Sie, das hat geholfen?
The doctor said, no, there's no connection. It's just a coincidence. Der Doktor hat gesagt, na, da gibt es keine Verbindung, das ist nur Zufall. Was it coincidence? War es Zufall? Do God's methods work? Funktionieren Gottes Methoden? Yeah, God knew what he was talking about when he said that children's first book should be in nature. Also Gott wusste natürlich, was er sagt, wenn wir gelesen haben, dass das erste Buch, das die Kinder lesen sollten, die Natur sein soll. That the only school room should be the open air. Dass der einzige Klassenraum die frische Luft sein soll. And that the best teacher was the mother. Und dass der beste Lehrer die Mutter ist. We have many more we can talk about. We'll talk about tomorrow. Wir könnten noch über vieles mehr sprechen, aber darüber werden wir dann morgen sprechen. But I'd like us just to remember that God makes no mistakes. Aber ich möchte euch nur daran erinnern, dass Gott keine Fehler macht. People read this sometimes and they think, oh, that's old-fashioned. Manchmal lesen die Leute diese Aussage, was wir God's methods are never old-fashioned. aber Gottes Methoden sind niemals alt. It might take 150 years for modern science to catch up and prove what God said. Es kann sein, dass vielleicht noch 150 Jahre vergehen müssen, bis die moderne Wissenschaft quasi hinterherkommt, was Gott schon uns lange gesagt hat. But are we going to wait for the world to tell us that what God said is true? Aber sollen wir darauf warten, bis die Welt uns sagt, was Gott uns schon lange gesagt hat, die Wahrheit? We have more counsel Wir on haben, education and childbearing than any other subject. wir haben mehr Ratschläge für die Erziehung als in jedem anderen Gebiet. Let's read it. Lasst uns das lesen. Let's not call it old-fashioned. Lasst uns nicht sagen, das ist altmodisch. Let's obey. Lasst uns das einfach tun. Because there will come a time Denn es wird eine Zeit kommen, when the world has done enough research that they say, oh yeah, that's correct. wenn die Welt genug Forschung betrieben hat, dass sie sagen, ja, genau, das stimmt. Let's get ahead of the world. Aber lasst uns doch vor der Welt sein. Because we know what God says is always correct. Denn wir wissen, alles, was Gott sagt, ist immer richtig. Let's close with prayer. Lasst uns mit einem Gebet schließen. Father in heaven, forgive us for our lack of faith. Vater im Himmel, vergib uns unseren Mangel an Glauben. Forgive us for sometimes doubting your perfect plan. Vergib uns, dass wir manchmal deinen perfekten Plan bezweifeln. Give us courage, Lord, to obey. Gib uns Mut, dir zu gehorchen. Help us, give us wisdom to obey in our different circumstances. Gib uns Weisheit, dir in unseren bestimmten Umständen zu gehorchen. Help us to always be studying and seeking to understand your plan even more. Hilf uns, dass wir bereit sind, immer mehr zu studieren über deinen Plan und deinen Willen immer mehr zu erforschen. We thank you for being with us today. Wir danken dir, dass du heute mit uns We ask for your continued presence. Wir bitten dich, dass du weitermachst. In Jesus' In Jesu Namen. name. Amen. Now,